Ja, es ist mal wieder soweit. Seit diesem Sonntag kann oder eher konnte man die neue 9. Edition von Warhammer 40k vorbestellen und der ganze Prozess lief wohl kontrovers. Und bevor jemand fragt, nein, bei mir wird es keinen Content zu 40k auf dem Kanal geben. Der Bereich ist, glaube ich, abgedeckt. Ich wollte vielmehr mal schamlos die Gunst der Stunde ausnutzen, um darauf hinzuweisen, dass es noch viel mehr Tabletops auf dem Markt gibt als Warhammer 40k und dass es auch viel mehr Anbieter gibt als Games Workshop. Was ich jetzt allerdings nicht machen werde, ist einfach eine Riesenliste an Tabletops runterrasseln. Das habe ich irgendwie schon gemacht. Es kann jede Menge Gründe geben, warum sich jemand nach einer Alternative für Warhammer 40k umschaut. Vielleicht holt euch die neue Edition nicht mehr so ganz ab, vielleicht gefällt euch das Geschäftsgebaren von Games Workshop nicht, vielleicht lockt aber auch der Gedanke eines Zweitsystems oder vielleicht steigt ihr gerade erst ins Hobby ein und seid, wenig verwunderlich, erstmal auf Warhammer 40k gestoßen und wollt euch über eure Optionen informieren. Sehr löblich, muss ich sagen. Aber genauso gibt es sicher auch Gründe, warum ihr erstmal bei Warhammer 40k gelandet seid und Dinge, die euch daran vielleicht auch immer noch faszinieren. Daher werde ich mir mit dieser Liste Mühe geben, echte Alternativen anzubieten, die immer zumindest auch einen Aspekt abdecken, der 40k zumindest für mich spannend gemacht hat. Für alle genannten Spiele habe ich bereits Videos auf dem Kanal, ich habe sie also auch schon gespielt. Auf ein paar Spiele, die ich noch nicht ausprobieren konnte, die aber zu offensichtlich sind, um sie nicht zu nennen, werde ich noch am Ende des Videos eingehen. Und jetzt präsentiere ich euch meine persönlichen 10 Warhammer 40k Alternativen. Fangen wir doch mal mit den Games Workshop Inhouse-Alternativen an, die ich jetzt einfach mal als eine einzelne zusammenfasse. Vielleicht seid ihr begeistert von den schönen und hochwertigen GW-Miniaturen, scheut euch aber vor der hohen Modellzahl bei Warhammer 40k. Das ist natürlich auch Games Workshop klar und sie haben für entsprechende kleinere Alternativen gesorgt. Kill Team spielt im gleichen Setting und nutzt dieselben Miniaturen wie 40k, allerdings mit weniger Miniaturen und kleineren Spielfeldern. Zudem bessern die Regeln an einigen Stellen nach, die mich beim großen Bruder nach wie vor stören. Allen voran wechseln sich die Spieler in Kill Team mit der Aktivierung von Modellen ab, anstatt jeweils mit ihrer kompletten Armee auf einmal zu ziehen. Das reduziert Frust und Wartezeit und ist deutlich taktischer. Allerdings hat Kill Team auch einige Warhammer 40k Schwächen und Balancing-Probleme übernommen. Mein Tipp? Spielt nach den Grundregeln der Starter-Sets und fügt weitere Elemente wie Kommandanten, Eliten etc. nur nach Bedarf hinzu und limitiert die Anzahl der verfügbaren Stratagems. Warhammer Underworlds vermischt, finde ich, sehr gelungen Aspekte von Brett, Tabletop und Kartenspielen und ist mein aktueller Favorit unter den Games Workshop Spielen. Anders als Kill Team ist es im Age of Sigmar Fantasy-Universum angesiedelt und bedient sich aus dessen zahlreichen Fraktionen. Warhammer Underworlds spielt sich extrem schnell, taktisch und erfrischend anders und ist durchaus auch für kompetitives Spielen geeignet. Einziger Nachteil, man sollte Deckbauen zumindest nicht abgeneigt sein, da die mitgelieferten Standard-Decks der Banden meist eher suboptimal sind. Und um gute Decks zu bauen, sollte man sich zumindest ein paar extra Banden oder eine der verfügbaren Kartenerweiterungen kaufen. Im Gegensatz zu Warhammer Underworlds ist Warcry meiner Meinung nach vor allem etwas für lockere Bier- und Brezelspieler. Man könnte es als das Kill-Team zu Age of Sigmar bezeichnen, allerdings unterscheiden sich die Spielregeln hier deutlich. Matches spielen sich auch hier unglaublich schnell und tödlich und das zufallsgenerierte Missionssystem sorgt für ordentlich Abwechslung. Dazu kommen ein paar gute Ideen wie das mitspielerunabhängige Kampagnensystem, die Fähigkeitenwürfel und das Aufstellen der Banden in Kampfgruppen vor dem Spiel. Allerdings fehlt Warcry hier und da etwas der Tiefgang und das wackelige Balancing und die einfache und sehr zufallsabhängige Würfelmechanik können auch mal zu Frust führen. Und bei den zufälligen Szenarios sollte man auch mal gesunden Menschenverstand walten lassen und sinnfreie oder für eine Seite nicht zu gewinnende Kombinationen neu ziehen. Von diesen 3 Spielen ist Warhammer Underworlds definitiv mein Favorit, da es für mich die spaßigste und anspruchsvollste Spielerfahrung liefert. Außerdem spielt es sich ganz hervorragend auch mit mehr als 2 Spielern. Alle 3 haben auf jeden Fall den Vorteil, dass die jeweiligen Starter-Sets bereits die vollwertige Spielerfahrung bringen, inklusive schönen Spielfeldern und im Falle von Kill Team und Warcry auch Gelände.
Wenn es euch so geht wie mir, dann seid ihr auf Warhammer 40k gar nicht unbedingt über das Tabletop, sondern über eines der unzähligen Computerspiele, Bücher und Lore-Videos gestoßen, die das Universum zusätzlich mit Leben füllen und damit natürlich auch das Spielen, Malen und Basteln interessanter machen. Meine Alternative ist hier das andere große Science-Fantasy-Universum. Ja, genau das. Star Wars Legion von Fantasy Flight spielt, im Star Wars-Universum halt. Mittlerweile hat man die Wahl aus der Ära der Originaltrilogie und der Klonkriege und kann bei Bedarf auch beides mischen. Inspiration für Bemalung, Umbauten und eigene Szenarios und Geschichten liefert Star Wars natürlich mehr als reichlich, selbst wenn man die neueren Filme nicht so mag. Hinter der mächtigen Lizenz verbirgt sich aber auch ein wirklich toll designtes Tabletop-Spiel, das auch ohne diese funktionieren würde. Die Art, wie Einheitenbewegungen, Sichtlinien und Formationen gehandhabt werden, ist elegant und intuitiv gelöst. Fahrzeuge und Helden fühlen sich mächtig an, haben aber auch klare Schwächen. Und die Nutzung von Bewegungsschablonen und Symbolwürfeln erleichtern den Einstieg für Tabletop-Neulinge. Legion kann dank der offiziellen Skirmish-Regeln schon direkt aus den jeweiligen Starterboxen heraus gespielt werden. Der größere Standardmodus erhöht vor allem die Modellanzahl und taktischen Optionen. Wenn ihr Star Wars mögt, kann ich das Spiel wirklich uneingeschränkt empfehlen. Wo wir schon beim Hintergrund sind, darf ein Aspekt natürlich nicht fehlen: Grimdark. Grimdark beschreibt ein Setting, das sich vor allem durch stark dystopische, unmoralische und gewalttätige Elemente definiert. Das trifft natürlich auf viele Tabletops zu, aber an dieser Stelle kann ich nicht anders, als mein Lieblingssetting zu nennen: Malifaux von Weird Games. Man kann sich sicher darüber streiten, wie grimdark Malifaux ist, aber es ist auf jeden Fall sowohl grim als auch dark. Die stark von viktorianischem Horror und Steampunk inspirierte Welt ist durchzogen von Korruption, Konflikten und Ausbeutung der Schwachen und wird von zutiefst verdorbenen und verzerrten Individuen kontrolliert. Also fast wie unsere Welt. Egal welche Fraktion man spielt, so etwas wie die Guten gibt es nicht wirklich. Die Ordnungshüter der Gilde jagen gnadenlos unsanktionierte Magier und sind vor allem an ihrem eigenen Seelenstein-Monopol interessiert. Und die Neverborn, die Ureinwohner von Malifaux, schrecken vor keiner noch so grässlichen Gräueltat zurück, um ihre Heimat zu verteidigen. Und das Spiel selbst ist brillant. Kämpfe werden nicht mit Würfeln abgehandelt, sondern mit Pokerkarten. Und jede Begegnung fühlt sich an wie ein ausgefeiltes Pokerspiel. Jede Bande spielt sich anders, auch innerhalb einer Fraktion, und die Regeln schaffen es, taktisch und spielerisch anspruchsvoll zu sein und gleichzeitig auch die nötige Atmosphäre zu schaffen, um dem Setting gerecht zu werden. Malifaux ist nach wie vor eines meiner Lieblingssysteme und ich kann es jedem ans Herz legen, der auch nur ansatzweise auf Horror und Skirmisher mit Tiefgang steht. Durch die vielen einzigartigen Fähigkeiten und Synergien der Banden hat das Spiel allerdings definitiv eine Lernkurve, die erstmal überwunden werden muss, um es in vollem Umfang genießen zu können. Vielleicht findet ihr ja generell Sci-Fi-Sachen wie Raumschiffe, Roboter und Energiewaffen toll, aber irgendwie ist euch das Grimdark in Warhammer 40k ein wenig zu viel. Hier kann ich mit Core Space Abhilfe schaffen. Das Skirmish Tabletop von Battle Systems, die vor allem für ihr Pub-Gelände bekannt sind, liefert ein grundsolides Science-Fiction-Setting, das an eine generische Form von Firefly, Farscape oder Rick and Morty erinnert. Das Spiel selbst glänzt vor allem mit seinen ausgefeilten Kampagnenregeln, semi-kooperativen Spiel mit einer dritten vom Spiel gesteuerten Fraktion und den enorm hochwertigen und sehr durchdachten Spielkomponenten. Was Core Space für mich aber zu einer definitiven Empfehlung macht, ist seine fast unbegrenzte Erweiterbarkeit. Von Seiten der Community gibt es mittlerweile einfach zu bedienende Tools für die Erstellung von eigenen Charakteren und Szenarien, mit denen es theoretisch sogar möglich ist, das Setting komplett zu verändern und den eigenen Wünschen entsprechend anzupassen. Battle Systems unterstützt diese Bemühungen nach Kräften, was nicht selbstverständlich ist. Aber selbst wenn man nur mit offiziellen Komponenten spielen will, liefert Core Space mehr als genug Spiel und Charakter, um einen Science-Fiction-Fan für lange Zeit beschäftigt und motiviert zu halten. Weg vom Setting, hin zur Spielweise. Von Games Workshop selbst wurde Warhammer 40k lange Zeit primär als Bier- und Brezelspiel bezeichnet.
Das bedeutet lockere, gerne auch mal narrative Spiele mit Freunden ohne Listenoptimierung, bei denen es gar nicht so wichtig ist, wer gewinnt oder verliert. Das ist ehrlich gesagt auch die Spielweise, die mir bei 40k schon immer am meisten Spaß gemacht hat. Das hält mich aber natürlich nicht davon ab, euch auch eine Alternative anzubieten. Und zwar ist das Frostgrave von Stephen McCullough. Das Fantasy-Skirmish-Spiel ist vor allem auf Kampagnen ausgerichtet und macht so meiner Meinung nach auch am meisten Spaß. Man beginnt mit einer kleinen Bande, mit einem Magier als Anführer und entwickelt diese dann von Spiel zu Spiel mit Gold und Erfahrungspunkten weiter. Was das Spiel für mich so Bier- und Brezel-tauglich macht, sind das sehr schlanke und zugängliche Regeldesign sowie die zahlreichen spannenden vorgefertigten Szenarios, aus denen man sich bedienen kann. Das W20-basierte Kampfsystem ist von Natur aus sehr swingy und kann zu witzigen Situationen und Ausgängen führen, was aber in meiner Erfahrung nicht wirklich Überhand nimmt. Dazu kommen Regeln für zufällige Begegnungen mit Monstern, die ein laufendes Match auch mal gehörig auf den Kopf stellen können. Mit der richtigen Einstellung zum Spiel gibt es hier wirklich enorm viel Potenzial, um Spaß zu haben, ohne dass man sich zu sehr den Kopf über Taktik oder Listenoptimierung zerbrechen muss. Kompetitiv würde ich Frostgrave aber eher nicht spielen wollen. Es gibt mittlerweile recht schicke, offizielle Miniaturen und Geländestücke für Frostgrave zu kaufen, das System ist aber trotzdem miniaturenagnostisch angelegt. Das heißt, dass man sich seine Bande aus passenden Miniaturen verschiedenster Hersteller zusammenstellen kann. Es soll tatsächlich Leute geben, die Warhammer 40k primär kompetitiv spielen oder primär an der kompetitiven Natur von Spielen interessiert sind. Und auch hier gibt es natürlich einiges an Alternativen. Aber die, mit der ich bisher am meisten Erfahrung sammeln konnte, ist War Machine von Privateer Press. Bitte, liebe kompetitive 40k-Spieler, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber beim 40k-Turnierspiel geht es meinem Eindruck nach primär um Listenbau und Kommandopunktoptimierung sowie sinnvolle Aufstellung und hier und da mal gezielten Einsatz von Stratagems. War Machine deckt einen Großteil dieser Punkte ab und kombiniert sie mit einer enormen taktischen Spieltiefe. Auch bei War Machine ist Listenbau eine der Kernkompetenzen, die ein kompetitiver Spieler mitbringen muss, und passionierte Listenbauer werden in den Möglichkeiten, die die große Fraktions- und Einheitenauswahl liefert, ihr persönliches Eldorado finden. Einheiten, Warjacks, Bestien, Kriegsmaschinen und Charaktere interagieren auf mehreren Ebenen miteinander und allein das Auswechseln des Warcasters einer Armee kann deren Spielweise radikal verändern. Aber lasst euch aus Erfahrung sagen, selbst die beste Meta-Liste bringt bei War Machine nichts, wenn der Spieler dahinter nicht damit umgehen kann. Oder andersherum gesagt, ein erfahrener und fähiger Spieler wird mit einer suboptimalen Liste mit einem unerfahrenen Spieler mit einer Meta-Liste den Boden aufwischen. War Machine ist definitiv kein perfektes Spiel. Der Stil der Miniaturen ist wie immer Geschmackssache und Privateer Press als Firma trifft auch nicht nur gute Entscheidungen, aber wer sich wirklich in ein Spiel rein versenken und auch noch das letzte Quäntchen aus seinen Listen heraus optimieren will, der ist bei War Machine genau richtig und findet vor allem viele Gleichgesinnte. Und auch wenn die War Machine Turnierszene gefühlt nicht mehr so aktiv ist wie noch vor ein paar Jahren, dürfte es, zumindest sobald wieder möglich, kein Problem sein, Turniere im direkten Umkreis zu finden. Im Bereich der Sci-Fi-Massenschlachten ist Warhammer 40k spätestens seit der 3. Edition einer der Platzhirsche im Tabletop-Bereich. Die einzige wirkliche Alternative, die auch an das pure Ausmaß der Gefechte herankommt, ist Warpath, und das habe ich leider noch nicht gespielt. Ich werde aber am Ende des Videos kurz darüber sprechen. Trotzdem möchte ich gerne an dieser Stelle The Other Side von Weird Games empfehlen. Das System stellt größere Gefechte in der faszinierenden Horror- und Steampunk-Welt von Malifaux dar und glänzt vor allem durch hervorragendes und erfrischend anderes Spieldesign auf allen Ebenen. Einheiten werden nicht Modell für Modell, sondern mit Trupp-Bases bewegt. Attacken werden wie bei Malifaux nicht mit Würfeln, sondern mit Pokerkarten ausgetragen und Einheiten und Kommandanten synergieren auf spannende Weise miteinander und das Stratagem-System bietet, ähnlich wie bei Warhammer 40k, interessante und oft auch sehr stimmungsvolle taktische Optionen. Ergänzt wird das Ganze durch sehr individuelle Fraktionen, wie Lovecraft-inspirierte Tiefseekreaturen, Steampunk-Briten, Hightech-Afrikaner und herumteleportierende Kultisten mit brennenden Nashörnern. Ich denke mal, da ist für jeden was dabei. Die Miniaturen werden bereits zusammengebaut geliefert und sehen toll aus.
Allerdings schwankt die Qualität leider etwas und mit dem weichen Material hat sich Wyrd keinen Gefallen getan. Wen das nicht stört, der findet in The Other Side eines der meiner Meinung nach besten Tabletop-Spiele seiner Kategorie. Wo wir gerade bei Miniaturen sind. Mir ist natürlich klar, dass für viele Leute im Tabletop-Hobby der Bemalaspekt das Wichtigste ist. Und gerade wenn man sich viel Zeit für eine einzelne Miniatur lässt, spielt der Einzelpreis meist gar keine so große Rolle. Games Workshop hat natürlich schon längst kein Monopol mehr auf schöne und vor allem spaßig zu bemalende Miniaturen, wenn sie das jemals hatten, aber wenn ihr Figuren sucht, die wirklich eine absolute Freude bei der Bemalung sind, dann schaut euch mal Judgment von Gunmeister Games an. Die Figuren von Judgment sind im 54 mm Maßstab. Das heißt, sie sind fast doppelt so groß wie eine reguläre Warhammer-Miniatur. Und jede einzelne Judgment-Miniatur ist ein Kunstwerk. Die Posen sind dynamisch und kreativ und jede Figur strotzt geradezu vor Details und kommt mit einer eigenen szenischen Base, die fast genauso viel Charakter ausstrahlt wie der Kämpfer, der auf ihr steht. Und das alles in einer erstklassigen Gussqualität, von der sich andere Firmen ein Scheibchen abschneiden könnten. Und das Beste? Das Spiel dahinter ist auch ziemlich gut. Die Regeln sind von MOBAs wie League of Legends und Dota inspiriert. Die Kernmechaniken bieten einiges an taktischer Tiefe, ohne zu komplex zu werden, und Helden können während dem Spiel aufleveln und neue Fähigkeiten freischalten und sich im Itemshop mit neuer Ausrüstung eindecken. Die Figuren sind nicht ganz billig, aber pro Team benötigt man auch nur 3 Kämpfer. Einzig schwierig ist die Verfügbarkeit in Deutschland, da Gunmeister aus Australien kommt. Aber es gibt definitiv einige Shops in Europa, die das Spiel führen. Neben dem Malen und Spielen ist natürlich auch der Modellbauaspekt etwas, das viele Menschen am Tabletop-Hobby fasziniert. Gerade das Umbauen, der Gedanke, aus etwas Bestehendem etwas ganz Eigenes und Individuelles zu basteln, hatte für mich schon seit meinem ersten dilettantisch zusammengetackerten Orkbiker irgendwie was Reizvolles. Warhammer 40k hat hier mit seinen modularen Bausätzen und großen Spielplatten schon immer einiges an Vorlagen geliefert. Aber was wäre denn, wenn die eigene Kreativität nicht nur auf die Miniaturen eines einzelnen Herstellers beschränkt wäre? Mantic Games hat das Thema Games Workshop Alternative von Anfang an zum Programm gemacht. Kings of War, das Fantasy Rank-and-File-System der britischen Firma, ist da keine Ausnahme und wurde zu Beginn als Alternative zum eingestellten Warhammer Fantasy beworben. Wie viele Mantic-Spiele besticht das System vor allem durch seine sehr simplen Regeln, die sich aber durchaus auch für Turnierspiele eignen. Speziell bei Kings of War geht es vor allem auch um geschicktes Manövrieren der eigenen Regimenter, um sich einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Die manchmal fast zu einfachen Regeln machen es auch möglich, Schlachten von apokalyptischen Ausmaßen an einem Nachmittag zu spielen. Das wäre so bei Warhammer Fantasy kaum denkbar gewesen. Was aber Kings of War ganz besonders macht, ist die enorme Bastel- und Hobbyfreundlichkeit des Systems. Figuren werden auf Regimentsbasis und nicht einzeln platziert und Regimenter werden nicht Mann für Mann, sondern immer als Ganzes vom Spielfeld entfernt. Die Anzahl der Soldaten pro Regiment muss dabei nur grob und nicht sklavisch eingehalten werden. Das verschafft die Möglichkeit, aus jedem Regiment ein eigenes Mini-Diorama zu machen. Dazu kommt noch, dass Mantic Games offiziell die Nutzung von Nicht-Mantic-Miniaturen gestattet, auch auf offiziellen Turnieren. Regimenter sollten nur als das erkannt werden können, was sie darstellen. Das Ergebnis ist eine der kreativsten, offensten und bastelfreudigsten Tabletop-Communities, die ich kenne. Allein schon deshalb ist das Spiel einen Blick wert. Und wenn ihr gerne Dioramen baut, dann ist das genau euer Spiel. Der letzte Aspekt ist etwas, das ich schon oft von vielen Seiten gehört habe. Ein Tabletop braucht aktiven Support und regelmäßige Releases von Seiten des Herstellers, um interessant zu bleiben. Ich bin entschieden anderer Meinung, aber wenn euch dieser Aspekt wichtig ist, dann schaut euch mal Infinity von Corvus Belli an. Mal ein sinngemäßes Zitat von einem befreundeten Brückenkopf-Online-Redakteur. Corvus Belli bombt uns dermaßen häufig mit neuen Releases zu, dass wir oft nicht wissen, was wir damit machen sollen. Wer Angst hat, dass ihm die neuen Spielsachen ausgehen, der wird mit Infinity, glaube ich, sein Glück finden. Aber natürlich nicht nur deshalb. Infinity ist mutig, actiongeladen, kreativ und enorm furchteinflößend. Das Spiel befindet sich gerade in der Übergangsphase in die neueste Edition, daher will ich nicht zu viele Aussagen über die Regeln treffen, aber zu sagen, dass das Spiel eine steile Lernkurve hat, wäre arg untertrieben.
Allerdings bieten die Starter-Sets und seit neuestem auch die vereinfachte Code One-Version die Möglichkeit, sich Schritt für Schritt in die komplexen Regeln einzuarbeiten. Tolles und vor allem wichtiges Pappgelände gibt es direkt in den Starter-Sets oder für wenig Geld separat. Die Figuren sehen grandios aus, wenn einen fitzelige Zinnteile nicht stören, und die Community ist, wie Corvus Belli selbst, extrem aktiv und passioniert. Wenn euch das etwas andere Science-Fiction-Setting, das sich unter anderem ordentlich an Animes wie Ghost in the Shell bedient, anspricht, dann ist das Spiel definitiv einen Blick wert. Zum Schluss noch ein paar Spiele, die ich leider bisher noch nicht testen konnte, die aber in einer solchen Liste auf gar keinen Fall fehlen sollten. Zuerst sind da die 3 klaren Warhammer 40k Alternativen von Mantic Games. Warpath, Warpath Firefight und Dead Zone. Warpath ist am ehesten mit Kings of War zu vergleichen und setzt ebenfalls auf schnelle Regeln mit sehr großen Armeen. Einheiten werden dabei nicht Modell für Modell, sondern mit Squad Bases bewegt. Warpath Firefight ist auf kleinere Gefechte ausgelegt, im Gegensatz zum großen Bruder werden dabei Modelle wieder einzeln bewegt und platziert. Dead Zone ist die entsprechende Skirmish-Variante und geht bezüglich der Bewegung von Modellen ganz neue Wege. Das Spielfeld wird in Blöcke unterteilt und Modelle haben keine Bewegungsreichweite in Zoll, sondern können sich von Block zu Block bewegen und frei in diesen platziert werden. Alle 3 Spiele teilen Mechaniken wie zum Beispiel die Nutzung von Befehlswürfeln. Einige Fraktionen sind außerdem thematisch sehr nah an Warhammer 40k-Fraktionen orientiert, sodass es kein Problem sein sollte, eine bestehende 40k-Sammlung einzusetzen. Und dann gibt es noch eine gewaltige Liste an offenen Tabletop-Systemen, die es ebenfalls möglich machen, die Warhammer 40k-Miniaturen mit alternativen Regeln zu verwenden. 2 Beispiele hierfür sind einerseits die bewusst extrem einfach gehaltenen One-Page-Rules, die sowohl für große als auch kleine Gefechte geeignet sind, und das deutlich komplexere, dafür aber auch umfangreichere Level 2 der deutschen Firma Flying Games, das primär auf Skirmish-Gefechte ausgerichtet ist. So viel erstmal zur Liste. Es gibt einen Aspekt von Warhammer 40k, auf den ich hier jetzt nicht eingegangen bin, und das ist die enorme Popularität des Spiels im Vergleich zu anderen. Von vielen 40k-Fans wird das als ultimatives Argument angeführt. Für kein anderes Spiel findet man so leicht so viele Spieler. Und auch wenn ich euch kein Spiel nennen kann, das zumindest in absoluten Zahlen gesehen populärer ist, muss ich dieses Argument aber trotzdem irgendwie zumindest relativieren. Denn erstens ist das eine Kausalitätsschleife, die sich auch durchaus durchbrechen ließe. Ich spiele das Spiel, weil es populär ist, da ist das Spiel populär und daher spiele ich es. Das ist, finde ich, zu einfach und zu kurz gedacht. Und zweitens sind absolute Spielerzahlen bei einem trotzdem so verhältnismäßig nischigen Hobby wie Tabletop nur bedingt aussagekräftig. Nicht jede Stadt hat einen Warhammer-Laden, nicht jeder Tabletop-Club hat aktive 40k-Spieler und beim privaten Spielen mit Freunden gelten sowieso andere Bedingungen. Überlegt euch also einfach selbst, was euch wichtig am Hobby ist. Habt ihr Spaß an Warhammer 40k und an der Community? Super, ich freue mich ganz ehrlich für euch. Aber wenn ihr nur an dem Spiel festhaltet, weil ihr denkt, dass es keine wirklichen Alternativen gibt, dann überlegt euch das nochmal, denn die Alternativen gibt's definitiv. Und wenn ihr selbst noch eure persönlichen Alternativen zu Warhammer 40k beitragen wollt, dann macht das super gerne in der Videobeschreibung, das freut mich total. Ich habe allerdings 2 Bitten dafür für euch. Erstens, seid nett zueinander. Wir sind alle im gleichen Hobby unterwegs und ich finde es überhaupt nicht cool, wenn sich Leute an die Gurgel gehen wegen einem Hobby. Und zweitens, wenn ihr einen Vorschlag habt, eine Alternative habt, dann beschreibt auch, warum ihr dieses Spiel so toll findet und schreibt nicht nur den Namen des Spiels rein. Und schreibt vielleicht auch, warum ihr meint, das ist eine gute Alternative zu Warhammer 40k, weil dann habt nicht nur ihr was davon, sondern alle, die in den Kommentaren lesen und das freut mich ebenso. So, und das war's jetzt erstmal von mir. Alle genannten Spiele findet ihr auch nochmal verlinkt mit Video in der Videobeschreibung. Und da findet ihr außerdem auch meine große Liste mit allen Spielen, die ich bisher auf dem Kanal gebracht habe. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und sagt weiter, dass es den Kanal gibt. Das hilft mir am allermeisten. Und wie ihr mich sonst noch unterstützen könnt, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Das ist dann mein nächster Spielbericht am Freitag. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.